In diesem Video spielen mit Annette als die beleidigte Leberwurst, mit der keiner spielen will und alle vor ihr weglaufen. Marie als die Interessierte, die sich super vorbereitet hat und am Ende trotzdem kaum zu Wort kommt. Mira als die fränkische Urgewalt, die schnellen Schrittes nicht nur vor Annette wegläuft, sondern auch vor Marie und im Zweifelsfall vor sich selbst. Und Matthias als der Erklärbär, der ob seiner Schönheit zwar nicht ins Bild passte, dann aber mit seiner sexy Stimme die Frauen wuschig macht. Das ist einzigartig. Da ist unsere Mira. Das ist die Marie. Und da ist Telefon, Moment, ganz kurz. Komm. war Die unsere Annette. Ja, eigentlich war es jetzt mit Annette geplant, Mira, aber das dauert jetzt definitiv ein bisschen. Ja, dann machen wir das alleine. Ja, ich glaube, das sollten wir machen. Das ist die Marie. Da ist die Mira. Und wir zeigen euch heute den Palatin. Let's Sehr go, gut. andiamo. Ja? Ja, okay, genau. Habt ihr euch jetzt gefunden? Genau, bei der Ludus Manius. Ah, seht ihr? Ah, okay. Oh, sind die schon ohne mich losgegangen? Na, die sind bestimmt hier beim Palatin reingegangen. Na, die hole ich schon wieder ein. Sauer bin ich in meinem Zustand, muss ich die jetzt hier überall suchen. Super, noch Treppen hochlatschen. Na toll, hoffentlich finde ich es. Der Name Palatin leitet sich von lateinisch Palatium ab, womit alle Kaiserpaläste zusammen bezeichnet wurden. Erst in der Spätantike kam der Name Mont Palatinus auf. Im Mittelalter wurde er dann Il Grande Palazzo genannt, also der große Palast. Aus Palatinus entwickelte sich auch das deutsche Palast. Meine liebe Marie, wir erkundigen heute natürlich den Palatin. Palatin ist nicht der höchste Hügel, aber ist der wichtigste. Denn ihr wisst ja vielleicht aus der Geschichte, 753, Rom schlüpft aus dem Ei. Wir werden dieses Datum nie mehr vergessen. So, man kann die Tickets da kaufen, an die Traiansäule. Man kann hinten am Kapitol Tickets kaufen und schau mal hier. hier. Da ist auch das Ticket Office und da kann man auch Direktkarten kaufen oder online. Okay, super. Auf der offiziellen Seite des Kolosseums könnt ihr unter verschiedenen Tickets wählen. Guckt ganz genau, was bei welchem Ticket dabei ist und entscheidet euch. Nicht mehr. So, wenn das jetzt der Plan war, dann ist er tierisch schief gegangen, denn irgendwie werde ich schon noch in diesem YouTube-Video erscheinen. Jetzt hör bitte auf, so rumzuzicken. Ich kann dich immer noch rausschneiden. Jetzt sitzen wir hier im Forum Romanum und gehen gleich hoch zum Palatin. Wir hatten jetzt ja heute den Forum Superpass. Gibt es noch andere Ticketmöglichkeiten oder welches Ticket würdest du grundsätzlich empfehlen? Naja, das ist klar. Wenn man noch nie in Rom war, wenn man Rom-Anfänger ist, dann würde ich ein Kombi-Ticket empfehlen. Da kannst du ins Kolosseum, da kannst du ins Forum Romanum, ist der Palatin mit dabei. Und das dauert ungefähr 3 Stunden und dann hat man so einen leichten Überblick. Okay. Aber bist du schon oft in Rom gewesen, ist der Superpass natürlich top, denn man kann diese ganzen Supersiten angucken und das ist natürlich alles inbegriffen. Ja. Aber da hast du keinen Eintritt, dann natürlich ins Kolosseum. Das Okay, muss man dann verstehe. extra buchen. Ja. Genau. Also wir wollen ja den Palatin sehen, deswegen sind wir mit dem Forum Superpass bestens Super, genau, ausgestattet. beste Okay. Wahl. Sehr gut, dann geht's los. Ja? Im 8. Jahrhundert vor Christus wird auf dem Palatin Rom gegründet. Wir haben oben im Vulkan noch die Löcher von den antiken Holzhütten. Wow. Die haben Pfosten reingesteckt, mit einem Strohdach waren die Hütten gedeckt. Es war ein Loch im Dach, damit das Feuer abziehen konnte. Die haben mit Feuer gekocht und gewärmt. Ach, haben sie damals schon mit Feuer gekocht und sich gewärmt? Mama mia, wie fortschrittlich. Bei der sogenannten Casa Romuli handelt es sich um die frühesten Strukturen auf dem Palatin. Bei den Ausgrabungen 1872 wurden hier im Boden Pfostenlöcher entdeckt. Schon in der Antike wurde an dem Ort der vergöttlichte Romulus verehrt. Ich laufe auf Geschichte.
Hier hat mir jetzt Tuffsteinwürfelchen in Lehmmauern reingedrückt und das heißt hier Opus Reticulatum Netzmauerwerk, ne, weil es aussieht wie ein Netz. Und das geht aufs 5. Jahrhundert vor Christus zurück. Das sind Häuser aus der Republikzeit. Ne? Also 753 bis 509 ist Rom Königszeit, 7 Kaiser. Ha! Das waren ja wohl 7 Könige. Dann wird es Republik. 2 Leute kontrollieren sich, das sind die Konsuln, die haben den Ältestenrat, ja, natürlich dann die Senatoren und das Volk hatte Stimmrecht. In republikanischer Zeit waren auf dem Palatin zahlreiche Wohnhäuser wohlhabender Bürger. Augustus selbst hatte ein recht schlichtes Haus direkt neben dem Apollo-Tempel. Große Paläste gab es noch keine. Das war die Villa vom Augustus? Nein, ihr müsst euch vorstellen, dass Augustana, ja, eigentlich ja Augustus als Beiname der Erhabene benutzt wird. Und deswegen ist das Haus der Kaiser. Viele Kaiser haben dazu gebaut, viele haben umgebaut und das wird quasi das Kaiserhaus. Okay. Ja. Das Haus vom Augustus ist auf der Seite, da gucken wir gleich rein. Er hat nämlich Häuser gekauft, die hier schon stammten aus der Republik. Augustus war schlau. Augustus Octavian wusste, wenn das Volk nicht einverstanden ist, würden die den Kaiser töten, wie sie seinen Ziehvater Julius Caesar getötet haben. Ja. Ganz wichtig, er kauft Häuser, die schon stehen. Er will sich nicht hervorheben. Er tut mit dem Volk eine Inter-Pares-Beziehung herstellen. Er tut so, als ist er volksgleich. Er richtet dem Volk auch noch Stimmrecht ein, nimmt es erst langsam weg. Er gründet den berühmten Pax Romana. Er läutet die goldene Zeit ein in Rom. Den Römern ging es wahnsinnig gut und deswegen war er 37 Jahre Kaiser. Wow. 37 Jahre. Moment, da muss ich aber mal nachrechnen. Also 27 vor Christus, 14 nach Christus ergibt bei mir 41. Mira, wenn du auch mit Zahlen super dich auskennen würdest, wärst du ja auch meine Buchhalterin und nicht mein Superguide. Also seid ihr es für 10. Und wisst ihr was? 14 nach Christus fällt er plötzlich tot um. Warum? Im Krieg? Nein. Krankheit? Nein. Er wurde vergiftet. Oh ja, du wieder mit deinem Gossip. Aus welcher antiken Bildzeitung hast du denn die Info? Meiner Meinung nach ist ja Kaiser Augustus an Altersschwäche gestorben. Schließlich war er ja schon 81 Jahre alt. Stolzes Alter für die damalige Zeit, Ja, ne? zum Glück bist du auch keine Steuerberaterin geworden. Rechne noch mal zusammen. Ich komme auf 77 Jahre. Schaut mal, diese riesige Halle. Guck mal, wie toll das alles ausdekoriert war. Ja? Schau mal, diese Räume, das ist doch geil, oder? Mega, oh mein Gott. Ja. Muss ich ja selbst mal einmal filmen. Das ist einzigartig. Hier, da waren ja überall diese Marmorsachen ausdekoriert. Da guck mal, Fußboden. Jetzt kommt die Gruppe von Schau mal, hinten dran sieht man auch diese geometrischen, architektonischen, dreidimensionalen Ideen. Das ist einzigartig, was die an die Wand gemalt haben. Das ist schon toll. Das ist Wahnsinn. Haus von der Livia, das ist auch ganz toll ausdekoriert. Da laufen auch Videoproduktionen, ja? So alle halbe Stunde in Englisch oder in Italienisch. Es ist natürlich schwierig in verschiedenen Sprachen, aber die zeigen ja auch die Schriften, da kann man ganz klar sehen, aus welcher Zeit was ist. Das ist einzigartig, also unbedingt anschauen. Erst in der Kaiserzeit bauen sich die Kaiser ihre riesigen Paläste auf dem Palatin. Tiberius, Augustus' Stiefsohn, war der Erste, der einen großen Palast auf dem Palatin erbaut hat. Die Domus Tiberiana besticht durch ihre hohen Gänge. Von hier aus hatte der Kaiser einen guten Blick über das Forum Romanum.
Ein paar Jahre später, als Nero an die Macht kam, hat er alle bisherigen Paläste miteinander verbunden, sodass ein einzig riesiger Komplex entstand. Nero war übrigens der Rom anzündete. Mensch, Matti, jetzt fängst du auch schon mit diesen Fake News an. Nero hatte damit nichts zu tun. Der war nämlich in seinem Landhaus in Anzio draußen. Hier laufen Mira und Marie durch die Kryptoportiken, dem unterirdischen Verbindungsweg zwischen dem riesigen Komplex. Hier sind wir jetzt in dem Haus der Familie der Flavier. Wir haben vorne die öffentlichen Räume, Sala Regia, Königsraum, in der Mitte einen Innenhof mit Wassertränke, mit Wassergötterbrunnen und hier hinten das Esszimmer, Triclinium. Und übrigens waren die Flavier, die das Kolosseum gebaut haben. Guck mal, dieser wunderschöne Fußboden, da sieht man den roten aus der Türkei, man sieht hinten den gelben aus Libanon, diese wunderschönen Dekorationen. Das waren ja Platten, das ist aber wieder zusammengesackt, denn das wurde damals bei der Restauration schon nicht richtig Durch die gemacht. Erdbeben oder ist das Nein, einfach das ist durch die falsch, Zeit? das Ja. ist einfach falsch stabilisiert worden. Ja. Guck mal, das ist der Marmor, der stammt aus der Türkei. Lang mal drauf. Weißt, Wow. Guck mal, wie warm der ist. Ja, richtig warm. Ja? Hat sich aufgeheizt. Und der wärmt sich unter der Sonne auf. Guck mal. Wow. Und lang mal rechts auf den Griechenland-Marmor, der ist kalt. Oh ja. Siehst du? wirklich, ja. Guck mal, hier auf den Straßen haben die einen Straßenbelag benutzt aus Marmor. Guck mal, in den Häusern, da haben die natürlich alles bunt gemacht. Ne? wow, Wie ja. bei uns zu Hause auch in den verschiedenen Zimmern. Und guck Ja. mal, hier haben wir natürlich einen ganz tollen Effekt. Denn wenn man das nass macht, guck mal, was da für tolle Farben hervorkommen. Ja. Hier noch übrig ist. Wir haben hier Sportveranstaltungen durchgeführt. Ja. Interessant ist aber, wenn wir dieses Stadion anschauen, sehen wir keine Sitze. Ja, stimmt. Es sind hier überhaupt keine Sitze eingebaut. Und deswegen ganz klar war das ein privates Stadion für den großen Kaiser. Er hat sich hier private Spiele durchgeführt. Er hat sich hier selbst trainiert. Er hatte hier eine Kaisertribüne. Ja. Aber ganz klar waren hier keine Zuschauer, denn es fehlen komplett die Sitze. Ja, stimmt. Auch in frühchristlicher Zeit war der Palatin natürlich bewohnt. Hier besuchen wir Santa Maria Antigua auf dem Palatin, eine frühchristliche Kirche. Wahnsinn! Mira, nun renn doch nicht so. Und schau mal, Marie, da gehen wir jetzt hinauf in diesen botanischen Garten. Diese Horti Farnesiani, ne? Und guck mal, der schöne Judasbaum. Ne? Unter dem Und Dach guck mal, da von sieht man die Synagoge der Juden. Ja. Und natürlich hinten dran wieder den Petersdom. Ja, den sieht man wunderbar Schau von mal, hier. toll, ne? Wow, die Kulisse ist natürlich einzigartig. Oh Marie, man muss der Mira jetzt nie alles nachmachen. Einzigartig, einzigartig, einzigartig. Schon mal was von Synonym gehört? Schau mal, da ist Kolosseum, ne? Ja. Guck mal, was wir hier für einen Ausblick haben über die Stadt. Wahnsinn, ja. Übrigens, Für ein super Einstiegsvideo über die 7 Hügel Roms, klickt hier.
Übrigens, guck mal dahin, wo die 3 Flaggen wedeln. Das ist der Quirinalshügel. Und das ist ja der Sitz vom Präsidenten von Italien. Und wenn die 3 Flaggen wedeln, wissen wir, der ist da. Ja. Wenn die linke Flagge also nicht wedelt, dann ist er unterwegs. Ja. Ne? Das ist die Präsidentenflagge. Genau. Also Quirinal, Viminal, Esculin, Celio, Palatin, Capitol und Avatine. Das sind die 7 Hügel, auf denen Rom aufgebaut ist. Gut, und hier kann man ja natürlich schön Pause machen. Guck mal in den Weinbergen der Familie Barberini. Ne? Also, Spot. Ich habe ein Stück Pizza noch dabei. Ja, sehr gut. Aufpassen, die Möwen. Ne? Oh ja. Aber guck mal, der Weinberg ist antik. Ne? Das ist also noch die antike Weinreben dieser Familie Barberini. Und es ist ein sehr seltener Wein. Und der wird auch noch angebaut hier von den Karmeliten-Schwestern. Die wohnen ja hier, da ist der Orden der Karmeliten. Und wir haben auch an der Kirche die Bienchen noch drauf von der Familie Barberini. Ne? Und die haben natürlich hier zugemauert drin gewohnt, haben ihre Spuren hinterlassen. Und wir müsst euch vorstellen, der Hügel, auf dem die Romstadt gegründet ist, ist natürlich interessant für jede Familiendynastie. Außer, dass die hier natürlich sich ansiedeln und diese ganzen antiken Mauern und natürlich Gebäude untersuchen, wollen die alle in Rom wohnen. Warum? In der Sixtinischen Kapelle wird der Papst gewählt. Ja. Sixtinische Kapelle 1492, Papa Borgia. Und die wollen alle so nah wie es geht an der Sixtinischen Kapelle natürlich wohnen, damit sich jeder einkaufen kann. Ne? Ein bisschen Stimmen zusammensammeln kann. Ne? Also einzigartig, aber wunderschön. Ne? Ganz kann man hier, guck mal, das sind die Zypressen, die Kulisse, das sind die Libanon-Zetern, ja, einzigartig. Ja, wirklich schön. Schöner, ruhiger Platz mitten in Rom. Toll, ne? Und Annette? Wo ist die denn abgeblieben? Die ist ja gar nicht mehr gekommen. Nee, aber du, wie ich die kenne, ist die immer noch am Telefonieren. Ja, dann gucken wir doch mal nach ihr. Ja, lass mal suchen gehen. Oder sieht man auch in der Tür, also dieses Häuschen ist noch über von der Familie Farnese, sieht man auch in der Tür, guck mal, die Granitsäulen, die sind antik, die haben die auch wieder benutzt, zugemauert drin gewohnt. Da haben die jetzt Glas hingemacht, denn wir haben da drin auch wunderschöne Wandmalereien, Fresken aus der antiken Zeit. Und da würden die gern ein Café reinmachen. Die Idee bei dem Coronavirus war da, aber es fehlen im Moment die Gelder. Ne? Also die haben schon vor, hier irgendwas zu organisieren, aber man darf leider die Aussicht ist bestimmt super, essen. Ne? Ja, super, ne? Genau, ja. Ja, die Stimmen kenne ich ja. Die Hühner! Oh, guck mal, wer da steht. Oh, da ist sie ja, Annette. Oh na, halt, stopp! Also wirklich, jetzt habe ich euch überall auf diesem Palatinhügel gesucht. Ich bin ganz K.O. und habe euch nie gefunden. Ach komm, sei nicht mehr sauer. Auf geht's, wir gehen zum Stefano. Genau, trinken wir einen Spritz zusammen. Am Stefano? Na klar. Ja, gut, dann denke ich Sei doch wieder gut mit uns. Ach Mensch, ihr wolltet nur nicht, dass ich beim Video mit dabei bin. Ich habe das genau verstanden. Abgekadertes Spiel, ihr blöden Hühner. Ja, dann haben wir dir nicht ja wieder milde gestimmt, gell? Und wenn euch unser Video gefallen hat, dann liken, kommentieren, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey, aber was passierte denn jetzt mit dem Palatin nach der Renaissance? Naja, die Natur holte sich zurück, was ihr gehörte. Und nur hier und da erinnerten einige Ruinen an die riesigen Paläste der Kaiserzeit. Bis zum nächsten Mal. Das habe ich die ganze Konzept gebracht, sorry. Rückspulen, genau. Genau. Wenn euch der Palatinhügel mit... Was habe ich falsch gesagt? Palatin. 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 This is the English version.